Herzlich willkommen hier bei Tinkerfun in der Werkstatt. Es ist kurz vor Weihnachten, es ist schön gemütlich hier in der Werkstatt. Susi hat schon ihre Mütze auf, das habt ihr gerade schon gesehen. Kleines Bäumchen steht hier und gemütliches Licht. Also ich fühle mich so richtig wohl hier, auch in der Werkstatt. Kann es mal gemütlich sein. Heute zeige ich euch ein Projekt, das kann man eigentlich sehr gut nachmachen mit einem 3D-Drucker. Und das habe ich die letzten Wochen jetzt hier in Dauerdruck gemacht, weil das Geschenke geworden sind, jetzt für Weihnachten. Und ich gebe euch mal einen Einblick, wie ich das gemacht habe und wie ihr das nachmachen könnt. Viel Spaß dabei! So, worum es heute geht, ist so ein Bild oder ein Bilderrahmen mit Pixelbilder. Und die Pixelbilder, das sind genau die Sachen, die ihr selber macht. Und die Pixelbilder werden 3D gedruckt. Das Schöne ist, finde ich zumindest, wenn ihr sowas verschenkt, dann könnt ihr zum einen kreativ werden, aber auch die, denen ihr das schenkt. Weil ihr könnt ja flexibel die Motive wechseln. Diese Pixel-Designs finde ich richtig cool. Die habe ich jetzt bei anderen Sachen gesehen. Zum Beispiel, ach hier, Minecraft kennt ihr bestimmt, das Spiel. Da wird viel auf Pixelbasis ja gemacht. Oder ich habe letztens so ein kleines Deko-Objekt gesehen, wo ganz kleine Pixel waren, die man setzen konnte. Es gibt ja an mehreren Stellen so diese Kunst, sag ich mal. Ne? Und das finde ich ganz cool. Das habe ich mir dann überlegt, dass ich das mache. Und zwar mit einem Bilderrahmen, den ihr auch so immer schnell nachbekommt oder der gängig ist. Deswegen habe ich ein bisschen geguckt auf dem Markt, was es gibt. Ich habe mich dann für den IKEA-Rahmen hier entschieden, den habe ich gefunden. Den kriegt man, zumindest zum Stand jetzt, wo ich es gekauft habe, für 5,99 € auf der IKEA-Seite. Und das Schöne ist, ihr habt eine richtig schöne Tiefe und eine Scheibe. Die Scheibe ist zwar leider nur aus Kunststoff, aber das sieht trotzdem gut aus, finde ich. Die Pixel sind hier drin so platziert, dass sie nicht direkt an der Scheibe liegen, damit ein coolerer Tiefeneffekt noch entsteht. Deswegen musste man irgendwie dafür sorgen, dass wenn man die jetzt umdreht, zumindest war das so mein Ansatz, die nicht alle wieder rausrutschen. Daher haben die kleinen Pixel eine Nase, die blende ich mal eben ein, auch eine Nahaufnahme nochmal. Eine kleine federnde Nase, die rasten damit in dem Raster ein, in dem Grundträger und fallen so nicht dann von alleine raus. Das hat auch noch einen Vorteil. So könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, einen 3D-Effekt noch machen und den Pixel, also die Pixel auf zwei verschiedene Ebenen bringen. Und das habe ich bei einigen Motiven mal so ausprobiert, zum Beispiel Schneeflocken. Die Schneeflocken gucken dann weiter raus als das andere Motiv, also als der Rest des Motivs. Kann auch ganz geil aussehen. Damit kann man ein bisschen rumspielen. Ich hole noch einen Grundträger. Ich bin sofort wieder da. So, dann einmal noch zum Aufbau vom Verständnis. Es gibt einmal diesen Grundträger, das ist ein Raster. Der wird von hinten in den Rahmen reingesetzt. Und die kleinen Pixel können in den Rahmen reingesetzt werden. So ist das Prinzip. Sie fallen nicht raus, weil die kleinen Federelemente hier an dem Pixel die festhalten. Und daher könnt ihr sie auch in eine zweite Ebene bringen. Dieses Raster ist von der Größe, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich messe mal eben, ungefähr 245. Also das Raster ist ungefähr 245 mal 245. Und wenn man jetzt mal schaut, in meinem 3D-Drucker, ist es schon ein bisschen knapp. Im Idealfall nutzt ihr beim 3D-Drucker eine Druckplatte, die eine Struktur hat, so eine Pi-Platte. Das ist diese Beschichtungsart. Dann vielleicht noch für die Bambu Lab User, was mir aufgefallen ist, das noch als Hinweis dabei, wenn ihr so ein großes Objekt drucken wollt, meckert der Slicer erstmal rum, dass es nicht passt. Das macht er deswegen dann, weil der einen bestimmten Bereich im Slicer vorkonfiguriert nicht drucken, in dem Bereich nicht drucken lässt, weil er da das Filament schneidet. Ihr habt da vorne links am Drucker hier, wo der Kopf hinfährt, zum Filament schneiden. Der Bereich ist in der Vorkonfiguration ja, blockiert, sag ich mal. Und damit das funktioniert, habe ich euch einen Link in die Bio gemacht.
Da gibt es einen Wiki-Eintrag von Bambulab. Vielleicht kennt ihr es ja auch schon. Man kann sich ein kleines Teil drucken, das kann man da runterladen bei Bambulab. Und dann kann man diesen Hebel, der dafür zuständig ist, um das Filament zu schneiden, nach hinten umlegen und festklemmen. Dann steht da auch in dem Wiki, wie man den Bereich freigibt. Also ihr könnt das im Profil dann da ändern, dass der Slicer da nicht mehr schneidet und dass er den ganzen Bereich der Druckplatte bedrucken kann. Ja, das auch noch zur Info. Nächstes Thema eben beim 3D-Druck. Ich sage ganz schön oft oder? Nächstes Thema beim 3D-Druck. Material. Ich habe jetzt hier, weil das für den Indoor-Bereich ist, alles aus PLA gedruckt. Das wird schon ordentlich, hat keine großen Anforderungen mehr hier, das Objekt. Und gedruckt habe ich das überwiegend mit Bambulab Originalmaterial in matt. Ansonsten zu der Druckeinstellung, ich habe alles auf Original gelassen von Bambulab, PLA, nichts Besonderes also. Und ab und zu habe ich so ein paar Stringing gekriegt hier bei der Verschlussnase. Wenn das aufgetreten ist, habe ich die eben im Brenner weggemacht, damit es ordentlicher ist. Ein Pixel hat bei mir ungefähr 2,5 Gramm gehabt. Und 5 Minuten 40 im Durchschnitt an Druckzeit gehabt. So konnte man dann auch ungefähr hochrechnen, wie lange man braucht, um das alles zu drucken. Ich habe das in verschiedenen Druckshops eingeteilt, so dass ich immer im, ich glaube, 11 oder 12 Stunden Takt wechseln konnte vor der Arbeit. Und dann, wenn ich von der Arbeit wiedergekommen bin abends, konnte ich wieder den neuen Job anmachen. Die 3D-Dateien, also Pixel und den Rahmen, mehr ist es ja nicht, könnt ihr euch runterladen und für private Zwecke nachbauen und drucken. Und ja, Links mache ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Der Zusammenbau geht wie folgt. Hinten haben wir so Metallklammern. Die wirken erst so, als brechen die sofort, aber die haben bis jetzt schon einige Male hier bei mir ausgehalten bei den Tests. Zum Glück noch nicht abgebrochen. Und dann liegt die Scheibe original im hinteren Bereich, wahrscheinlich damit sie geschützt ist. Die ist von beiden Seiten mit einer Folie bedeckt noch oder geschützt. Dann gibt es einen originalen Innenrahmen. Den erstmal rausnehmen. Dann kommt die Scheibe rein. Denkt dran, die Folien abzumachen. Und so wenig wie möglich Fingerabdrücke. Anschließend kommt der originale Rahmen wieder rein. Und dann kann das Raster mit den Pixeln rein. Das Raster hat so kleine Flügel hier noch an den Seiten, damit das in dem Bilderrahmen sich festhalten kann. Da habe ich Stützstruktur drunter gemacht. Ich meine automatische Tree, dass das nur so ein bisschen eben drunter ist. Hat einwandfrei funktioniert. Keine Probleme gemacht. Ja, wenn ihr das Raster eingesetzt habt mit den Pixeln, kann die Rückwand einfach wieder drauf, die Flügel umgeklappt werden und dann aufhängen oder auf den Tisch stellen. Damit es noch richtig schön wird, habe ich den Leuten, die es gekriegt haben, noch eine Anleitung gemacht. Da sind dann eben noch so ein paar Skizzen drin und Schritte, wie man das öffnet und die Pixel wechseln kann. Außerdem, falls ihr das verschenken wollt, ist es vielleicht auch ganz cool, dass ihr denen noch ein paar Vorschläge macht, was für Motive die damit machen können. Und schenkt denen am besten so ein Pixel-Starter-Set. Ansonsten, wenn das für euch ist, könnt ihr einfach dann mit dem Drucker die benötigten Pixel immer nachdrucken, ne? So, bezüglich diesen Pixelmotiven, ihr habt eine Auflösung von 15 x 15 Pixel. Das heißt, wir haben insgesamt 225 Pixel. Und ja, ich habe mir als Hilfe, mache ich auch noch einen Link unten rein. Das heißt, die Webseite heißt, oder die Plattform Pixelart. Das packe ich euch unten mit rein. Das habe ich für mich genutzt als Hilfe, um die ganzen Motive zu erstellen.
Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Du kannst da nämlich dann das Raster eintragen. Was hast du da? Das gibt es auch als App. Oder du machst das im Browser von Laptop oder PC. Sagst erst dein Raster, zum Beispiel 15 x 15. Und dann kannst du eine Farbpalette auswählen. Da habe ich mir noch eine Farbpalette angelegt. Und zwar mit allen Farben vom Bambu Lab PLA Matt. So dass ich auch nur die Farben verwende beim Gestalten, die ich auch überhaupt kaufen kann, zur Verfügung habe. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob die Farbpalette öffentlich ist, die ich angelegt habe, oder privat. Vielleicht findet ihr die dann auch da. Die heißt einfach Bambu Lab und dann PLA Matt, meine ich. Boah, meine Nase wird kalt. Hier ist gerade nicht so warm in der Werkstatt, wenn die Heizung aus ist. Was wollte ich denn jetzt sagen? Susi, sag mal, was wollte ich denn sagen noch? Die Motive gestalten. Also das Coole ist, ihr gestaltet dann euer Design. In der App konnte ich sogar ein Foto reinladen, eine Bilddatei, und der hat es versucht umzusetzen, das als Pixel darzustellen. Das geht bestimmt vom Desktop auch oder so im Browser. Das war auch eine ganz coole Funktion. Außerdem könnt ihr das Vorschaubild direkt runterladen in einer guten Qualität. Das ist auch ganz geil. Ja, also ich fand, das war sehr hilfreich für sowas. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. So, liebe Leute, Projekt ist fertig, Video ist vorbei. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht will der eine oder andere das mal nachmachen. Kann mir auch gerne mal ein Feedback hinterlassen, ob es geklappt hat oder nicht. Oder was ihr für Probleme hattet oder ob alles mega war. Und ja, die Dateien, alle unten in der Beschreibung, die Links. Und ja, ich würde mich natürlich über einen Kommentar freuen oder einen Daumen nach oben, ne, die typischen Sachen. Vielleicht kennt ihr meinen Kanal auch noch nicht, dann könnt ihr mir gerne auch ein Abo hinterlassen, ist kostenlos. Oder auch gerne bei Instagram folgen. Da kriegt ihr kürzere, schnellere Einblicke als hier bei YouTube. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Euer Benny.